Moin Moin aus Kroatien. Heute sind wir auf der Insel Vir, das liegt bei Zadar. Und heute zeigen wir euch ein mega geiles Apartmenthaus. Könnt ihr direkt investieren, selbst einziehen und gleichzeitig mit Geld verdienen. Aber vorab zeige ich euch die ganze Geschichte von außen, wie weit es vom Meer ist und dann gehen wir rein. Bis gleich. Und was sagt ihr? Blick aufs Velebitgebirge, richtig geile Bucht, nicht so viel los, trotzdem geil für den Tourismus. Hier habt ihr noch 5 Parkplätze, hier ist noch Platz auch zum Parken, aber mehr braucht ihr gar nicht. So, jetzt zeige ich euch in Idemo. Hier vorne habt ihr gleich den Eingangsbereich, Treppenhaus. Unten ist die ganze Wassertechnik verbaut. Vorne links ist gleich das erste traumhafte der 3 Apartments. 3,5, wir haben noch ein Studioapartment hinten, das kommt zum Schluss. Hier erstreckt sich das in einem wunderschönen, großen Wohn-Ess-Kochbereich, komplett möbliert, komplett ausgestattet. Ihr könnt quasi direkt mit dem Tourismus starten oder könnt auch selber in einem Apartment leben und könnt den Rest vermieten. Mit Blick auf eine wunderschöne Bucht hier vorne, Blick aufs Velebitgebirge. Und by the way, ihr seid trotzdem geschützt vor der, wie viele immer meinen, der aggressiven Bura, weil die kommt von da. Mega gut durchdacht. Dann geht es über den Wohnbereich in den Flur hinein. Ein kleines, schönes Gäste-WC. Weiter auf der rechten Seite haben wir das nächste große Badezimmer, was quasi zu dem linken Schlafzimmer dazugehört. Auch komplett ausgestattet. Ihr könnt so mit allen Kleinigkeiten des Tourismus starten. Ihr braucht nichts zu kaufen. Quasi kaufen und direkt loslegen. Jedes Zimmer besitzt eine Klimaanlage. An der Zahl 3 Schlafzimmer hier unten. Angebunden an das andere Schlafzimmer ist das nächste Schlafzimmer mit Bad en Suite. Alle sehr geräumig, muss ich sagen, gibt es nicht so oft hier, auch im Tourismus, dass man sehr, sehr schön geräumig hat. Und die Eigentümerin hat bisher 200 € privat genommen die Nacht, 250 über Booking. Also es sind schon mal sehr, sehr gute Preise. Top. Und wieder meine, ich zeige es euch kurz, ich nerv euch da vielleicht schon mit, aber meine geliebten Türbänder, wenn die Tür verschließt, bündig. Ist doch der Hammer, oder nicht? Und jetzt gehen wir nach oben ins Obergeschoss. Jetzt nochmal eine ganz kleine Sicht vom Treppenhaus. Meine Frau sagt immer, sie filmt immer einen Po. Stimmt das? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt geht es in Apartment Nummer 2. Das Apartment ist ein wenig anders von den Farben her. Hier gibt es eine Garderobe als Raumtrenner. In dem offenen Bereich finde ich auch sehr gut gelöst. Wieder genau das gleiche, wunderschöne Küche, wunderschöner Essbereich, etwas andere Couch, versteckt mit dem Fernseher um die Ecke. Ab 1. Stock wird der Blick noch besser, ab 1. war da auch schon der Hammer, jetzt wird er noch besser. Schaut euch das mal an, wunderschöner Blick
aufs Meer und auf das schöne Willebitgebirge. Und relativ dieselbe Aufteilung wieder. Rechts wieder Gäste-WC. Man sieht hier, er streckt sich über einen Flur in das nächste große Badezimmer, wie unten auch. Genau die gleiche Aufteilung. Diesmal was anderes, gegenüberliegend. Auf der anderen Seite ist das nächste Schlafzimmer, so wie oben auch, war exakt dasselbe. Auch wieder Bad en Suite nebenan. Mega schön gemacht. Und jetzt erstreckt sich es über den Flur in den nächsten Bereich. Vorab rechts noch ein kleines Schlafzimmer. Man sieht, Ist das ein kleines Schlafzimmer? ja, willst du es anders hin? Ist gut. Ist ein gutes Ausreichend. Schlafzimmer. Schreibt mal in die Kommentare, seht ihr es genauso? Ein Schlafzimmer wird oft extremst überbewertet, viel zu groß. Man schläft dort. Mehr macht man nicht, oder? Bequem. Gemütlich, wunderschön. Richtig. Und dann ist es so aufgeteilt, hier ist es quasi ein kleiner zweiter Wohnbereich in der Wohnung. Man könnte in dieser Wohnung zum Beispiel das touristisch vermieten, dass man 2 Familien unterbringt, weil hier hat man wieder einen separierten Couchbereich, sowieso Schlafcouch mit einem Bett und wieder einem kleinen, schönen Badezimmer mit einer sehr, sehr schönen Duschtasse, wie ich finde, aus Mineralguss. Fand ich schon immer geil. Und jetzt gehen wir ins Obergeschoss, ins letzte der Geschosse. So, und jetzt gehen wir nach oben, letztes Geschoss. Komm mit. Und Nummer 3. Tri. So, und hier ist das ähnlich wie in dem ersten Stockwerk aufgebaut. Wieder mit so einem Raumtrenner. Farblich ein bisschen anders. Finde ich aber auch schön, dass es so ein bisschen farblich anders gemacht worden ist. Eine Etage höher, gleich noch mehr schöneren Blick, noch mehr Gebirge. So wie ihr seht, der Hammer. Ihr habt es an den Drohnenaufnahmen gesehen. Dieses Wasser. Prosti, More. Ich kriege immer Ärger, wenn ich sage Wasser. Das ist ja More, Meer, kein Wasser. Und jetzt geht es ab in den Flur. So, und jetzt haben wir hier rechts. Das ist in jedem der 3 Stockwerke gleich. Wieder ein schönes Gäste-WC. Und wie gesagt, wieder ein toller Wohn-Essbereich. Das ist auf allen 3 Etagen relativ ähnlich. Immer in einem schönen Rot. Gaskocher und wieder alle komplett ausgestattet. Also 3 Apartments, die ihr voll vermieten könnt. Oder, wie ich schon sagte, eine selbst nutzen. Jetzt erstreckt sich es wieder über den Flur. Exakt wieder in ein schönes Badezimmer. Von den Maßen auch in allen 3 gleich gemacht. Sehr geräumig. Hinter meiner Kamerafrau, alias Frau. Oh Gott. Meine Frau kann den Spruch schon nicht mehr hören. Hier ist wieder ein wunderschönes Schlafzimmer, auch Bad en Suite, so wie unten, Erdgeschoss, erste, zweite. Wie ich finde, ein schönes, geräumiges Badezimmer wieder. Aber da hinten am Ende des Apartments gibt es jetzt gleich ein anderes Gimmick, was in den anderen Apartments nicht ist. Kommt mal mit. Vorab gibt es noch wieder ein kleines Schlafzimmer. Alles, was ihr braucht. Und hier ist die Tür zur Sonne, würde ich jetzt mal sagen. Hier geht es auf die Dachterrasse. Wir haben mit dem Eigentümer schon gesprochen. Es ist kein Problem, hier auch einen Jacuzzi aufzustellen. Dort sind Abflüsse gesetzt. Und abends, schaut euch das an, wenn ihr abends hier liegt, im Jacuzzi und euch einen schönen Wein gönnt, genießt und schaut auf eine traumhafte Bucht. Und jetzt geht es nach unten. Unten im Gebäude ist noch ein kleines Studio-Apartment mit einem kleinen Außenbereich und danach gibt es das Fazit. So, und hier kommst du aus dem Treppenhaus raus. Übrigens, es ist auch schon kategorisiert gewesen, deswegen konnte ich auch vermieten. Und jetzt geht es hier lang zum Studio-Apartment.
Hier außen ist noch ein kleiner Schuppen. Da hat der Bauherr oder der Eigentümer jetzt ein bisschen was an Angel-Equipment. Da kann Fahrräder rein, da ist jetzt ein Regal drin. Finde ich nice to have, kann man gut gebrauchen. Und jetzt geht es ins Studio-Apartment. Und das ist jetzt noch ein kleines Studio-Apartment. Hinten auf der Rückseite des Hauses könnte man auch vermieten oder man nutzt es nachher selber in der Sommersaison und vermietet nachher alles. So haben die Eigentümer das jetzt gemacht. Auch wieder komplett ausgestattete Küche. Ein schöner Essbereich vorne an. Eine Couch zum bisschen entspannen. Macht man im Sommer eher am Strand als im Apartment. Hier hinter ist dann der Schlafbereich, auch klimatisiert. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein schönes kleines Badezimmer, was völlig ausreichend fürs Wohnen ist. Zum Abschluss machen wir vorne noch das Fazit, alle Details. Und nun zum Fazit. Das ist ein Objekt, wo ihr 3 große Apartments habt und ein kleines Studio im hinteren Bereich. 5 Parkplätze. Hier ist, wie ihr wisst, auf der einen Seite von Wir gibt es kein Stadtwasser, soll die nächsten Jahre geplant werden, aber hier habt ihr 75.000 Liter Wasser. Das reicht für eine Saison laut den Eigentümern ausreichend, meiner Meinung nach. Ihr habt ein Grundstück von knapp 390 Quadratmeter, Ticken weniger, ein bisschen aufgerundet. Und es sind insgesamt 370 Quadratmeter Wohnfläche. Ich finde es perfekt. Ihr könnt direkt so starten in den Tourismus, teilweise selbst bewohnen, so wie ihr es am liebsten möchtet. Ich kann euch gerne beraten. Ich kann euch das gerne zeigen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, falls ihr nicht das ganze Kapital für dieses wunderschöne Objekt habt, wir können euch auch bei der Finanzierung unterstützen. Das ist gar kein Problem. Schreibt mich einfach gerne an, wenn ihr möchtet. Ihr habt unten in der Videobeschreibung die ganzen Daten, was ich sowieso schon erzählt habe. Und meine ganzen Kontaktdaten. WhatsApp-Link, Telefonnummer, E-Mail, Homepage, etc. Alles, was ihr braucht. Also denkt dran, meldet euch bei mir, falls ihr das wunderschöne Objekt sehen wollt. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Besichtigung und nicht vergessen, subscriben, liken, teilen. Wir freuen uns drüber. Bis dann.